Sie haben einen gemeinsamen Traum. Wäre natürlich eventuell die Überlegung, inwiefern man auch mal versucht, über den Jugendbeirat an junge Leute zu kommen. Ja? Schön, wenn du da Kontakte hast, die sich dann wieder auskennen und wissen, was man da anbietet und wie. Und deswegen wäre es super, wenn wir noch mal drüber reden können, wer sich jetzt noch viel einbringen möchte. Was ich gerne anbieten würde, wäre Yoga für Kinder oder auch sowas wie Yoga für Großeltern mit Kindern oder mit Enkeln. Könnte man ja auch wunderbar als Zusatzangebot parallel zum Coworking machen. Für mich ist das Wichtigste das Zusammenbringen der Menschen. Und das wirklich aus allen Generationen, mit allen Hintergründen und allen Interessen. Deswegen kommen wir auch zum guten Haus, weil wir sagen, es soll gut sein, egal für wen. Ein ehrgeiziges Projekt. Nach 2 Jahren Planung erste Bewährungsprobe. Die Kaffeemaschine. Sorry, ich bin zu spät. Wir haben schon die ersten Coworker hier. Steffi Krause und Agnes Model treibt eine Idee um. Ein Haus für alle, in dem Kinder betreut werden, Erwachsene arbeiten und sich verschiedene Generationen engagieren. Funktioniert sowas in einer Stadt auf dem Land? Das wollen sie ausprobieren. Ich freue mich total, dass wir jetzt auch damit starten können hier im Landau-Park. Genau. Was sind die Erwartungen so für den ersten Tag? Ja, erstmal, dass so die Abläufe und die Technik reibungslos funktioniert. WLAN läuft schon mal, die Kaffeemaschine ist da, das ist schon mal geschafft. Und das Wetter spielt total gut mit. Und natürlich, dass wir hier irgendwo in der Stadt auch bekannt werden. Ich habe hier noch Verlängerungskabel, falls ihr die noch braucht. Die beiden Frauen haben Fördergelder erhalten und ein 4-wöchiges Festival auf die Beine gestellt. Unter freiem Himmel, inmitten von Butzbach, ihrem Zuhause. Hatte ich auch nicht so gedacht, dass ich ein Festival mache mit einem 3,5 Monate alten. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, muss man sie halt beim Schopfe greifen und loslegen. Und außerdem sind wir sehr froh, dass wir das gute Haus im Park endlich zum Leben erwecken können. Einer der Hauptpfeiler des guten Hauses soll später das Coworking sein. Menschen mit verschiedenen Berufen nutzen Büros und Infrastruktur gemeinsam fürs Arbeiten. In Großstädten gibt es das schon, im ländlichen Raum weniger. Die Macherinnen hoffen, dass die Butzbacher Gefallen daran finden. Ich bin Projektmanagerin und mit Schwerpunkt Marketing und Kommunikation und habe eben einen reinen Homeoffice-Job und deswegen kann ich mir das herausnehmen, so zu arbeiten. Ich mag das auch sehr. Ich glaube, dass andere Arbeitsweisen und ein Umdenken in Arbeitsweisen notwendig ist. Ich bin freiberuflicher Journalist und ich arbeite seit 10 Jahren zu Hause. Und ich glaube, dass das einfach auch wieder die Kreativität fördert, die man so beim Arbeiten braucht und die vielleicht doch manchmal ein bisschen flöten geht, wenn man nur so alleine zu Hause sitzt. Ich finde es total großartig. Ich habe mich gerade mit dem einen Kollegen hier nebenan unterhalten, dann immer mit den anderen beiden. Wir kannten uns vorher nicht. Ja, und einfach der Gedanke des Netzwerkens ist ganz toll. Er arbeitet bei der Telekom in Frankfurt. Für den 60-Jährigen ist Coworking neu. Dass man sich unterstützt gegenseitig. Und ich denke mal, das kriegen wir hin. Ne? Super, freue ich mich. Ich bin Butzbacher Neubürger seit circa einem Jahr und bin eigentlich genau aus dem Grund nach Butzbach gezogen, wegen der räumlichen Nähe zu Frankfurt, weil ich da arbeite. Und dann kam Corona, da kam die Homeoffice-Zeit und wenn man alleinstehend ist, dann ist es dann doch schon arg blöde mit der Einsamkeit. Und ich habe jetzt innerhalb dieser 3 Tage jetzt schon so viele Menschen kennengelernt. Ne? Und es ist eine Lebensaufwertung auch. Ne? Am Anfang dachten die beiden Frauen nur an ein Eltern-Kind-Café. Dann merkten sie, dass es in ihrer Stadt keine echte Begegnungsstätte für alle gibt. Aber wer sollte das bezahlen? Unterstützung von der Stadt gab es keine. So kamen sie auf die Idee, sich über Coworking-Plätze zu finanzieren. Versicherung für Ehrenamtler. Wie hoch möchtest du es haben? Höher. So ist gut. So ist gut? Wenn du es so festkriegst, wäre es super. Wir haben so Schritt für Schritt gebaut und alles reingesteckt, was wir reinstecken konnten. Und machen jetzt gerade hier so einen Riesenaufriss und wollen das auch gerne weiterführen. Aber sind ein bisschen ängstlich geworden, was so ganz große Prognosen angeht oder so. Wir haben auch schon am Anfang gedacht, vor 2 Jahren, wir kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Und eigentlich passt es doch super hierher und waren so ein bisschen immer wieder erschrocken, wie langsam es dann doch ist. Sie versuchte es noch einmal. Die Lampe ist kaputt, sagte sie. Sollen wir nachsehen, was da los ist?
Unter dem Dach des Guten Hauses wollen die beiden Frauen später auch Künstler engagieren, die Kinder in der Zeit betreuen, während ihre Eltern der Arbeit nachgehen. Was machst du denn bei Arm Angels? Ich mache Nachhaltigkeitsmanagement. Ach cool. Ich bin Fotografin und habe die erste nachhaltige Modelagentur gegründet. Die Vernetzung funktioniert. 3 Frauen aus der gleichen Branche treffen sich. Von daher wird es sowas wie Coworking Spaces immer wichtiger, dass man sich eben auch mal trifft. Also ich meine, hier sind 2 Butzbacher, die sich nicht kennen, die an die gleiche Richtung arbeiten. Und es ist eigentlich schade, dass man sich bisher noch gar nicht kennengelernt hat. Aber genau dafür ist ja sowas super. Na, ich habe gedacht, das könntest du vielleicht gebrauchen. Etwa 20 CoworkerInnen hat das Festival angelockt. Ich glaube schon, dass viele nicht auf den ersten Blick was mit unseren Ideen anfangen konnten. Und gleichzeitig merken wir auch, es gibt Menschen, genau, die darauf anspringen und sich freuen, dass was anderes kommt oder wir anders auftreten oder andere Dinge einfach mal anbieten und auf uns aufmerksam werden, die vorher nach so etwas gesucht haben. Das ist jetzt eine riesen Erleichterung und Befriedigung, dass das sein darf. Und man auch erfährt, es trifft auf Zustimmung. Familie Krause hat 3 Kinder. Vater und Mutter sind gleichermaßen gefragt. Steffi, wann bist du heute noch mal wieder zurück? Wann brauchst du das Auto? Ich muss um 13 Uhr kurz wegfahren, bin aber dann so um 1:45 wieder da. Oder 1:30 eher. Die Ida müssen wir um 2 abholen. Das kriegen wir hin. Und dann Dann nehme ich gleich einen Emil mit und fahre direkt zum Handlabyrinth. Du willst nicht den Becher. Steffi Krause hat Volkswirtschaft studiert, war beruflich viel im Ausland unterwegs. Gerade ist die 38-Jährige in Elternzeit und kümmert sich um das Projekt. Sie weiß, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen, ist eine große Herausforderung. Natürlich gibt es Momente, wo einfach alles zu viel ist und alle gleichzeitig wollen. Und eigentlich müsste man noch welche E-Mail oder welcher Anruf auch immer. Ja. Man muss schon sehr, sehr viel organisieren und man muss schon sehr vielen gerecht werden. Und ich muss aber sagen, dass ich eindeutig die bessere Mama bin, wenn ich Zeit für mich habe, um beruflich meinen Wünschen nachzugehen. Ja. Und dann komme ich auch viel besser mit Trotzanfällen oder was auch immer klar, einfach weil ich dann einfach ausgelasteter bin. So, jetzt gehen wir einmal zum Auto. Ich setze erst den Henry rein und dann kommst du. Der Spagat zwischen Job und Familie ist noch größer in einer Stadt auf dem Land. Wenn Steffi Krause wieder Vollzeit arbeiten will, braucht sie Lösungen. Bitte schön. Und los. Ich bin gleich wieder da. Ich muss noch Sachen für den Kofferraum holen, okay? Du wartest einfach. Es gibt ja immer wieder so Engpässe oder einfach Freiraum, den man braucht. Oder einfach Kindergarten-Schließtage zu überbrücken. Es braucht Struktur, es braucht ein Netzwerk. Und das ist einfach diese Unterstützung im Alltag. Und so ist ja auch die Idee vom Guten Haus entstanden, dass wir da einfach diese Lücken füllen wollen, die es dann doch immer wieder gibt. Heute hat sie ein wichtiges Gespräch. Schon 3-mal haben die beiden Frauen den Stadtverantwortlichen ihr Konzept vorgestellt. Sie sind immer noch auf der Suche nach dem passenden Gebäude. Heute treffen sie sich mit dem Bürgermeister Michael Merne. Wir haben immer im Scherz gesagt, wir könnten jetzt auch hier im Immobilienmarkt einsteigen, weil wir jeglichen Raum dann irgendwann kannten und damit auch das Kleinstmögliche und das Größtmögliche an Räumen uns angeschaut. Und gleichzeitig ist es dann doch verrückt, woran es dann immer wieder scheitert. Ne? Das war ja eigentlich die erste Immobilie hier, oder? Da waren wir sehr weit und es war auch relativ konkret, das hier drin umzusetzen. Weil wenn wir bei den Anforderungen sind, war ja auch ein Thema immer, wenn wir mit Kindern was machen, brauchen wir einen Außenbereich. Ja. Und auch das ist in der Altstadt ja unheimlich schwierig. Also wo gibt es noch den kleinen Garten zwischen? In Butzbach gibt es knapp 4% Leerstand. Das sind 145 Gebäude. Der Bürgermeister will vermitteln. Spontan habe ich gesagt, das kommt zur richtigen Zeit. Butzbach verändert sich, die Stadt, auch in der Zusammensetzung. Wir haben viele Neubürgerinnen und Neubürger nach Butzbach, die sich für Butzbach entschieden haben. In den letzten Jahren viele Kinder, Familien mit Kindern. Dann gehen wir mal zusammen rein. Das ist das Haus der Butzbacher Wohnungsgesellschaft. Rund 160 Quadratmeter, verteilt auf 3 Etagen. Ja, hier ist natürlich noch richtig zu investieren. Der Blick ist richtig schön. Man schaut direkt auf den Marktplatz von der Kaserngasse. Die Quadratmeterzahl finde ich schon gut, aber es sollte einfach irgendwie barrierefrei
behindertengerecht im weitesten Sinne. Fluchtwege brauchen wir vor allem. Immer alles, wo man mit Kindern reingeht, da sind die Auflagen immer gleich höher. Ja. Schönes altes Fachwerk. Ja. Aber tatsächlich mehr so der Kinderbereich von der Deckenhöhe, ne? Aber da haben wir das Problem wie bei vielen Immobilien. Also fast die Quadratur des Kreises hier in der Altstadt, die passende Immobilie zu finden. Sie erhoffen sich auch finanzielle Hilfe von der Stadt. Doch ohne Haus keine Förderung. Ohne Förderung kein Haus. Unterkriegen lassen wollen sie sich nicht. Steffi Krause holt sich Inspiration bei einem Jungunternehmen in der Nähe. Ich bin sehr gespannt, die mal einfach kennenzulernen. Warum? Die sind einfach in der Hinsicht schon einen Schritt weiter, machen das Ganze, bieten schon Arbeitsplätze an, machen auch solche Netzwerktreffen, Geschichten, wo ich einfach mal gespannt bin, was die alles für tolle Ideen haben. Ich glaube, die haben ähnlich gute Ideen und vielleicht kann man ja voneinander lernen. Im benachbarten Niddatal wird Coworking schon praktiziert, unterstützt von der Wirtschaftsförderung des Wetteraukreises. Herzlich willkommen im Herzen der Produktivität. Bernd-Uwe Domes will auch das gute Haus fördern. Ihr seid hier mittendrin. Wir haben hier hinten in dem Bereich 2 Firmen, die sich fest eingearbeitet haben. Wir haben teilweise am Tag zwischen 6 bis 10 Leuten, die hier ein- und ausgehen. Ich komme 3 Stunden rein, dann gehe ich wieder, ich gehe Mittagessen meinetwegen, ne? Dann hat man zwischendrin noch was zu tun. Und der Space als solches hat sich dazu entwickelt, dass das mehr eine Begegnungsstätte geworden ist. Vor 5 Monaten hat Ivo Schönberner sein Unternehmen gegründet. Mittlerweile hat er 25 feste Kunden. Er arbeitet auf Abo-Basis. Ein Tagesticket kostet 17,50 €. Der Plan strategisch ist es, nicht nur auf einer Immobilie das aufzubauen, sondern wir wollen über die Wetterau vermehrt auftreten. Nur dann Im Moment baut der Jungunternehmer 45 weitere Plätze aus. Die Wirtschaftsförderung des Kreises gibt auch hierfür einen Zuschuss. Man kann sich hier tatsächlich vorstellen, dass hier so ein Pendlerhafen entsteht, zwischen dem ländlichen Raum und der Großstadt, sodass man auch in den Unternehmen der Metropole davon erfährt, dass es hier Möglichkeiten gibt, diese Räume flexibel zu nutzen und vielleicht Mitarbeiter auch hier zu platzieren, die aus dem ländlichen Raum kommen, damit die nicht mehr diese langen Fahrtstrecken haben. Wir können uns einfach gut vorstellen, dass so Studententeams hier zusammen an Bachelor-, Master-Thesis arbeiten, sich zusammenfinden, dass sie an Projekten hier zusammenarbeiten. Da nutzen wir auch mit Unternehmen in Kontakt kommen können. Genau. Aber es ist natürlich das war eine kreative Idee, wenn man sich nicht sehen kann. Ich glaube auch, dass das hier die Zukunft ist. Der 30-Jährige ist selbst mit seiner Familie gerade erst in die Wetterau gezogen. Er kommt aus Offenbach. Bedürfnisse der Leute ranzukommen. Ich habe von mir aus gesagt, ich will aufs Land ziehen, weil man prinzipiell mehr Lebensqualität auf dem Land erwarten kann. Weil man für das Geld, was ich in einem Ballungsgebiet bezahle, eine kleine Wohnung habe, während ich auf dem Land ein tatsächliches Haus habe mit viel Platz. Und das war der hauptausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich verbinde Business, Privat und auch ein bisschen Lifestyle damit. Ein Termin, der Mut macht, das Projekt notfalls auch ohne die Stadt alleine durchzuziehen. Die Realität ist da, sie wird greifbarer. Ja? Also wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben hoffentlich die richtigen Ideen. Und das Schöne ist, wir haben als Genossenschaft gegründet. Im Zweifelsfall haben wir ganz viele Leute, die mitdenken und mitmachen wollen. Und da schaue ich ganz gespannt in die Zukunft. Warum kommt ihr nicht da rein? Die kommen hinterher rein. Man erst das Wasser wieder weg und dann kommt der Speck rein, oder? Auch Agnes Model hat 3 Kinder, die sie versorgt. Sie ist Musikwissenschaftlerin und hat als Unternehmensberaterin gearbeitet. Vor einigen Jahren ist sie mit ihrer Familie aus Berlin nach Butzbach gezogen, weil ihr Mann in Gießen eine Professur bekam. Es ist immer wieder eine logistische Herausforderung. Man hat nicht diese verlässlichen Strukturen, wo man einfach weiß, 3 Generationen unter einem Dach, irgendwer wird schon noch da sein, wenn irgendwas ist. Und damit sind wahnsinnig viele Familien zurzeit irgendwie konfrontiert. Ne? In einer Großstadt haben wir es halt erlebt, dass die Betreuungsstrukturen sehr viel flexibler und unterschiedlicher, mit mehr Facetten aufgestellt waren. Wir haben eher das Modell für uns passend gefunden damals. Und jetzt ohne Großeltern vor Ort, mit reduzierteren Angeboten der Betreuung, ist es noch mal schwieriger. Dann komm erst mal rein. Hallo. Hi Magnus. Die Kinder sind versorgt, die Mütter machen Kassensturz.
Um ihr Herzensprojekt auf die Beine zu stellen, haben sie sich Nächte um die Ohren geschlagen, einen Businessplan erstellt, über Social-Media-Netzwerke gespannt, nach Fördertöpfen geschaut. Rein theoretisch hier wegnehmen. Sie haben sich für eine gemeinnützige Genossenschaft entschieden, mit der sie auch Gewinne erwirtschaften und sich eventuell auch mal ein Gehalt für ihre Arbeit auszahlen könnten. 100 € muss jeder Genosse einmalig zahlen. Man fühlt sich gerade mit einem Anteil dazugehörig. Man will, wenn man sein Geld da reinlegt, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird. Man will dann auch mitwirken und mitbestimmen. Uns hier quasi hinten dran zu unseren Schätzungen von den Preisen dann einfach die Monate hingepackt. Gegründet haben sie die Genossenschaft vor einem Jahr. Mittlerweile konnten sie fast 80 Mitglieder gewinnen. Ein hartes Stück Arbeit. Rückhalt hatten sie anfangs so gut wie keinen im Ort. Und man braucht definitiv einen sehr langen Atem und man braucht sehr viel Beharrlichkeit. Keiner versteht Genossenschaft und jetzt wollt ihr auch noch alles, ja. Ihr wollt nicht nur einen Café oder einen Treffpunkt machen, ihr wollt da noch Coworking und Kinderbetreuung und was wollt ihr eigentlich nicht? Und ich glaube, also das ist das, was ich unter Enttäuschung irgendwo auch verbuche. Wir haben es in Einzelmomenten als Enttäuschung wahrgenommen und ich glaube, oft ist es aber so eine kommunikative Sache. Ganz viel auch immer wieder dieser Spagat zwischen, das sind die zwei Mamis und jetzt sind es aber die zwei Geschäftsfrauen, obwohl sie die Babys auf den Bauch gespannt haben. Also es gibt unterschiedliche Wege, Elternzeit zu leben und wir haben sie sehr, sehr aktiv gelebt und zwar auch beruflich aktiv und professionell aktiv. Und für den einen war das dann zwar eine ehrenamtliche Tätigkeit und zu belächeln, für uns war es eine ehrenamtliche Tätigkeit und professionell gedacht und es kann auch ein Kind dabei schlafen und das können, glaube ich, noch nicht viele gleichzeitig verstehen. Das Festival im Park hat gezeigt, das gute Haus wird tatsächlich gebraucht. Die Suche mit Bürgermeister Merle geht weiter. Wir haben uns das auch angeschaut, als es mal zwischenzeitlich leer war. Wunderschönes Haus und wir sind am Ende des Tages an einer zu niedrigen Höhe von einem Teil der Treppe gescheitert. Wir sehen es ja wirklich für alle Generationen als Treffpunkt, als Ort, um sich irgendwie zu vernetzen. Die Menschen wollen sich wieder begegnen oder wollen auch informiert sein, was wo in Butzbach stattfindet und das eben nicht nur über die Online-Veranstaltungs-Homepage von irgendwem sehen, sondern einen Ort haben, wo sie noch ein öffentliches Wohnzimmer haben. Und sprechen auch viele Menschen, die so kurz vor Renteneintritt sind, an, die halt wissen, ja, da kommt ja jetzt noch ein Lebensabschnitt und die möchte ich aktiv gestalten. Auch das kommunale Kino haben sie sich angeschaut und ein Flüchtlingsheim. Wer sich die Rampe hat einfallen lassen, weil das ist ein altes Bürogebäude, das umgebaut wurde. Endlich kommt die Stadt in Bewegung. Die beiden Gründerinnen hatten sich viel früher Hilfe erhofft. Schön. Schön hell. Ich kann mich noch erinnern, in einem der ersten Gespräche habe ich gesagt, kommt zum richtigen Zeitpunkt die Idee. Und dann ist es, glaube ich, auch ein gemeinsames Lernen. Was kann aus dieser Idee werden? Und da gibt es durchaus auch mal Dissonanzen. Ja, das darf man nicht verhehlen. Auch in der Erwartung, was Stadt kann, auch vielleicht darf. Und insofern ist das auch eine gemeinsame Suche. Also was ich auf jeden Fall unterstreichen kann, ist, dass wir beide als Initiatorinnen über den langen Weg manchmal andere Erwartungen haben und die auch enttäuscht wurden. Wir haben, und ich glaube, das haben viele Gründer in sich, eine Überzeugung, eine Idee, eine Begeisterung, treffen dann auf Menschen, die das irgendwie auch unterstützen, mit gemeinnütziger Arbeit auch Geld verdienen dürfen, ein Coworking zusammenzubringen mit einem klassischen Familienzentrum. Also da sind so relativ viele Ansätze drin, die Neues irgendwie vermischen mit Altbewährten. Und das ist uns bestimmt nicht an jeder Stelle gelungen, das gut rüberzubringen. Eine erste Aussprache, eine erste Annäherung. Fündig werden sie auch heute nicht. Butzbach liegt in der Wetterau, knapp 50 Kilometer nördlich von Frankfurt. Butzbach gehört zu den 20 Städten Deutschlands, die in den letzten Jahren am stärksten gewachsen sind, auf knapp 26.500 Einwohner. Der Zuzug stellt die Kommune vor enorme Herausforderungen. Bürgermeister Michael Merle ist im ständigen Austausch mit Stadtplanern und Finanzstrategen, Experten aus Forschung und Wirtschaft wie Bernd-Uwe Domes. Gemeinsam wollen sie das Leben in der Stadt von Grund auf neu denken. Städte brauchen eben nicht nur die Charakteristik, dass sie für das Übernachten gut sind, als Schlafstadt, dass hier lebendige Zentren entstehen, lebendige Orte mit einem schönen Vereinsleben. Und das ist eigentlich das wichtigste Kapital, das eine Stadt hat, dass sich
dass sich Menschen identifizieren und in dieser Stadt engagieren. Ich glaube, das Zusammenspiel, dann trotzdem eine attraktive Innenstadt zu haben, wo man sich wohlfühlt, das ist wichtig. Wenn man dann schon außerhalb arbeitet, was ja dann, ja klar ist man an seinem Arbeitsplatz integriert, hat seinen Kollegenkreis, aber sich dann nach Hause zu kommen und sich wohlzufühlen dann. Hier war früher eine alte Fabrik. Die Stadt hat die brachliegende Fläche neu erschlossen. 2000 Menschen sollen hier zukünftig wohnen und das nur wenige Fußminuten von der Altstadt entfernt. Das Ziel? Neuen Wohnraum schaffen, aber nicht wahllos. Dafür fallen dann auch Wiesen und Ackerflächen dann auch zum Opfer. Und will man das? Deswegen stehen wir jetzt auch vor der entscheidenden Frage, welchen Weg wollen wir gehen? Dann auch, welchen Weg will die Region insgesamt gehen? Früher hätte man hier nicht gebaut, jetzt schon. Abgetrennt durch eine Lärmschutzwand liegt das Wohnviertel direkt am Bahnhof. Kurze Wege, alles ohne Auto. Das ist die Zukunft. Das hat auch Folgen für den Bahnhof in Butzbach. Schon jetzt hat er 4000 Ein- und Ausstiege pro Tag. Das ist eine Baustelle und der Bahnhof muss aufgewertet werden, soll aufgewertet werden. Und jetzt müssen wir diesen Zuzug auch etwas anbieten. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Mobilität. Ein neues Bahnhofsgebäude, Carsharing, E-Tankstellen und E-Bikes zum Ausleihen, bevor es auf den geplanten Radschnellweg in Richtung Frankfurt geht. Der Bahnhof der Zukunft muss vieles können. Die Stadt nutzt Fördertöpfe von Land, Bund und EU. Das ist sicher wichtig, dass ein Bahnhof eben nicht nur ein Ort ist, wo man ankommt oder einsteigt, sondern der Bahnhof wird zukünftig ein Ort sein, wo auch kulturelles Leben stattfindet, wo man Dienstleistungen anbietet, wo der Handel floriert, vielleicht auch Gastronomie und viele andere Dinge, wo man sich auch Veranstaltungen vorstellen kann. Und dann gewinnt auch das Zugfahren so einen ganz anderen Stellenwert. Es wird dann viel sympathischer, es wird viel selbstverständlicher. Der Wandel ist mehr als nur Bausünden zu beseitigen. Es geht um Wohnraum, Arbeitsplätze, soziales und kulturelles Leben. Ein tiefgreifender Umstrukturierungsprozess wartet auf die wachsenden Kleinstädte in der Nähe von Metropolen. In die Gestaltung will die Stadt die Menschen künftig stärker einbinden. Das fordert auch von den Verwaltungen ein Umdenken. Das hat ja der klassische Verwaltungsbeamte so nicht gelernt oder Verwaltungsangestellte, sondern da brauchst du neue Kompetenzen, erweiterte Kompetenzen. Die kann man sich ein Stück weit einholen als Kommune, aber es braucht auch ein Verständnis in der Verwaltung für diese neuen Aufgabenstellungen und für diese neue Erwartungshaltung auch der Bürger. Ein wichtiger Termin steht bevor. Die beiden Frauen haben endlich eine Immobilie gefunden und wollen erneut ins Rathaus. Wie wichtig ist dieser Schritt jetzt? Total wichtig. Also das ist so ein bisschen so der Kristallisationspunkt oder der Anfang von so einer Abstimmungskette, um zu wissen, steht die Kommune auch hinter der Idee, will sie das mitverwirklichen und ja, soll es wirklich real werden. Anspannung ist da. Schon 3-mal waren sie hier, um im Magistrat vorzusprechen und die Herren vom Konzept des Guten Hauses zu überzeugen. Diese konnten sich bislang nicht zu einer konkreten Entscheidung durchringen. Heute wagen die Frauen einen letzten Überzeugungsversuch. Wie war's? Gut, doch. Eine aufregende Situation und gleichzeitig ist es doch gut gelaufen und angenehm. Es hat auch noch mal eine Rolle gespielt, dass eben wahrgenommen wird, was wir über die letzten 2,5 Jahre schon auf die Beine gestellt haben. Das tut mir wirklich ganz persönlich gut und auch dem ganzen Guten Haus. Fand ich auch echt toll, dass Sie das gesagt haben, dass es bewundernswert ist, wie hartnäckig wir geblieben sind genau, und wie viel wir auf die Beine gestellt haben. Genau. Jetzt müssen sie erst mal abwarten, welche Entscheidung der Magistrat fällt. Zum ersten Mal steht eine konkrete Zahl auf dem Papier. Die beiden Frauen haben ihre Forderungen abgespeckt. Von der Stadt möchten sie nur noch einen Zuschuss zur Miete. Der stellvertretende Bürgermeister Markus Ruppel überbringt die Antwort. Kann ich dann die Maske abziehen? Ja, ist das sehr gut möglich. Gratulation. Der Magistrat hat also der Vorlage einstimmig zugestimmt. Es gibt also den Mietzuschuss für die besagten 3 Jahre, Hälfte der Miete, und freut sich, Sie an Bord zu haben. Ich habe mich noch nie so gefreut, eine gelbe Jacke zu sehen. Herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Für uns ist es auch insbesondere deswegen wichtig, weil es eine Ergänzung zu dem bereits bestehenden Angebot der Stadt Butzbach darstellt und wir im Ende damit einen Lückenschluss einfach hinbekommen. Und natürlich Privatengagement ist wesentlich höher anzusetzen als jetzt ein kommunales Engagement. Warum hat es denn so lange gedauert, dass Sie jetzt so diese positive Zustimmung bekommen haben? Gut, zum einen liegt es ein bisschen daran, dass die geeignete Location noch nicht gefunden war. Das ist auch ein längerer Prozess gewesen. Und mit der Location natürlich auch die Unterstützung, also die Höhe der Unterstützung, die ist ja jetzt gefunden worden. Und insofern war das dann klar, jetzt wird es konkreter und dann können wir auch eine konkrete Aussage treffen. Denn eine Pauschalaussage geht halt haushalterisch auch nicht. Ich bin sprachlos glücklich, total toll. Also ja, das jetzt zu hören, dass dieses Vertrauen wirklich einstimmig beschlossen ist, das tut gut. Das tut dem guten Haus richtig gut. Jetzt geht's richtig los. Jetzt fängt es erst richtig an. Jetzt haben wir ein Dach über dem Kopf und das wird jetzt gestaltet. Und zwar nicht von uns, sondern von der Genossenschaft und von allen, die Lust haben, mitzumachen. 750 € monatlich. Ein wichtiges Zeichen. Noch haben sie das Geld nicht. Zuerst muss noch die Stadtverordnetenversammlung zustimmen. In der Hoffnung auf Zustimmung haben sie den Mietvertrag schon unterschrieben. Für 112 Quadratmeter. 5 Minuten zu Fuß entfernt vom Bahnhof. Wir sind jetzt an der finalen Immobilie, wo das gute Haus starten kann. Ja, ein langer Weg, aber es fühlt sich richtig an. Also wir mussten ganz schön sportlich sein, da drin so flexibel im Kopf zu bleiben. Das war anstrengend, ne? Diese Flexibilität zu behalten und immer noch Ideen zu haben, wie man präsent sein kann, auch ohne einen Raum. Genau, ne? ohne Haus, also das gute Haus zu heißen und kein Dach zu haben über dem Kopf. Das war ein bisschen absurd. Die Warmmiete kostet 1.300 €. 750 davon zahlt die Stadt, so der Plan. Also hier kann viel passieren, ne? Das wäre natürlich großartig, wenn hier so eine Spielecke ist, ne? Voll schön Bücher. Unser kleiner Minigarten. Dann wäre es ja geil, wenn wir im Sommer hier das Fenster aufmachen, dann machen wir hier so eine Rutsche und eine Hühnerleiter daneben. Das finde ich persönlich gerade so das Aufregende, dass man dann plötzlich weiß, diese Räume sind morgens da, das wird plötzlich unser Arbeitsplatz. Also wir kommen dann morgens nicht entweder irgendwie zueinander in die Gärten oder sowas oder zoomen uns am Abend zusammen, sondern das wird morgens um 9 geöffnet und dann sind wir hier. Das ist eine schöne Veränderung. Ne? Hier ist den Coworking-Bereich. Hier müssen wir irgendwie was machen, genau, finden wir. Dass man hier irgendwie was Flexibles hinmachen muss. Genau. Und es wird schon so eine Art Community Zone, also ein offener Arbeitsbereich sein. Bis zu 6 feste Coworking-Plätze wollen sie vermieten. So soll Geld reinkommen. Außerdem haben sie inzwischen einige Fördergelder zusammengetragen, in Höhe von fast 50.000 €. Auch für die Einrichtung wollen sie was beantragen. Es ist ja bekannt, dass Leute, die gründen, Leute, die sich selbstständig machen, man hat immer so 1, 2, 3 Jahre, die man reinsteckt, um dann zu gucken, wie rechnet sich jetzt denn tatsächlich in Realität und wie macht sich's aus, ja, und wie wird es angenommen. Und natürlich ist das großartig, wenn man weiß, die Stadt unterstützt das, die will das, die möchte das für Butzbach, was wir mit anbieten können. Und wir stehen hier nicht allein auf Flur und versuchen irgendwie zu schwimmen. Der große Tag ist da. Herzlich willkommen in der Krachbaumgasse auf das gute Haus. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr seid alles größtenteils genossenschaftliche Mitglieder oder habt uns schon toll geholfen. Also danke. Jede Genossin und jeder Genosse kann mitgestalten, muss aber nicht. Wir sind hierher gezogen vor 5 Jahren, weil unser Sohn hier wohnt mit seinen Enkelkindern, also mit unseren Enkelkindern. Und es gibt ja einige, wie die Agnes zum Beispiel, die hat keine Großeltern. Und das ist ja auch unter anderem die Idee, dass Leute dann Familien unterstützen, die keine Großeltern vor Ort haben. Es gibt genug Senioren, die eigentlich Anschlüsse suchen, die langweilig zu Hause sitzen und sie würden sich sicherlich freuen, wenn sowas angeboten wird. Und für die sind wir eigentlich da. Man kann spenden, putzen oder etwas reparieren. Gemeinsame Aktivitäten planen oder Kinder betreuen. Ich selber war auch alleinerziehend vor 25 Jahren und genau sowas hat mir gefehlt. Ja, so entstehen Freundschaften und tolle Aktionen. Das ist einfach dann sehr schön. Butzbach hat jetzt eine Begegnungsstätte für alle. 5 Fußminuten vom Bahnhof entfernt. Ein Traum geht für die beiden Gründerinnen in Erfüllung. Wir haben es heute unseren genossenschaftlichen Mitgliedern zeigen können
das wird der gute Raum fürs gute Haus. Hier können wir es zusammen gestalten und ja, das fühlt sich sehr gut an. Jetzt geht es richtig los. Genau, freue ich mich drauf.